Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, That's Barbecue. Und heute gibt es was Indisches, heute gibt es Nahenbrote. Die kann man pur machen, die kann man mit Knoblauchgeschmack machen, die kann man mit Käse machen, eigentlich im Prinzip mit allem, was man will. Meine Lieblingsnahen sind tatsächlich mit Knoblauch. Die haben einen guten Geschmack, begleiten gut das Essen. Und deswegen machen wir heute Naan mit Butter und Knoblauch. Die macht man normalerweise im Tandoor, so einen Lehmofen. Den habe ich natürlich nicht und die werden die meisten zu Hause auch nicht haben. Deswegen mache ich es heute im Pizzaofen. Das Rezept ist also für den Pizzaofen. Ihr könnt es auch auf dem Pizzastein zubereiten, egal ob im Grill, im Backofen, wo es immer machen wollt. Ich mache es im Pizzaofen. Und ihr werdet sehen, es ist ganz einfach und es ist unwahrscheinlich lecker und schnell zubereitet. Vor allem eine super Beilage, egal ob zu Fleisch zum Grillen oder halt zu indischen Essen. Das Wichtigste dabei ist natürlich der Teig. Der Teig, der hat so großen Anteil an Milch und Joghurt, damit er dann wirklich schön richtig lecker nachher wird. Und den werde ich jetzt machen und der muss sich verdoppeln. Das heißt, er muss gehen und das dauert 1 bis 2 Stunden. Das heißt, wir machen jetzt den Teig fertig und in ungefähr 1 bis 2 Stunden geht's ratzfatz mit dem Essen. So, ich nehme meinen Thermomix, habe das Messer ersetzt gegen so ein Rührmesser. Wesentlich besser für Teig geeignet als dieses normale Messer, was einfach nur flach ist. Und damit werden wir erstmal die Hefe jetzt auflösen. Und zwar, wir nehmen Milch, geben da Hefe rein. Ich nehme frische Hefe, ihr könnt aber auch ein Päckchen Instant-Hefe nehmen. Ich vertraue der frischen Hefe immer wesentlich mehr als der Instant-Hefe. Und dann lasst das Ganze einfach bei 37 Grad ein bisschen rühren. Ich mache so 4,5 Minuten. Und nun kommen im Prinzip alle restlichen Zutaten hinzu, bis auf das Wasser, denn das geben wir langsam hinzu, damit wir einen schönen Teig hinkriegen. Das heißt, einmal geben wir das Mehl hinzu. Ich habe hier 550er Mehl, dann kommt ein bisschen Pflanzenöl hinzu, ich habe Rapsöl, Salz und Zucker und Naturjoghurt. So, und das erstmal ein bisschen verkneten, bis wir dann sehen, was wir für einen Teig haben und gegebenenfalls dann noch Wasser hinzugeben. So, nach 40 Sekunden sieht man die Zutaten alle mitgenommen. Er ist doch ziemlich harter Teig, der soll ein bisschen lockerer werden. Deswegen gebe ich jetzt mal so die Hälfte zu. Ich sag mal so 20 Milliliter Wasser gebe ich mal schon mal hinzu. Und weitere 30 Sekunden später gucken wir noch mal. Der ist immer noch recht fest, der kann immer noch ein bisschen fluffiger sein. Dann geben wir mal ganzen 50 Milliliter hinzu und lassen das Ganze mal 6 bis 8 Minuten kleben. So, und nach 7 Minuten sieht der Teig so aus, er klebt noch ein bisschen, aber nicht doll. Und das ist das, was wir haben wollen. Den werde ich jetzt umfüllen. Ja, das war es erstmal. Deckel drauf, Tuch drüber und 1 bis 2 Stunden ziehen, das wie ich gesagt habe. Das heißt, wir sehen uns dann wieder, wenn es für mich Essen gibt, zumindest fast Essen gibt. Ich werde den Pizzaofen vorheizen und dann geht alles ratzfatz. So, mein Teig hat sich verdoppelt. Das heißt, wir sind jetzt endlich so weit mit dem Pizzaofen heizt vor. Der ist jetzt fast bei 400 Grad, 350 bis 400 Grad. Solltet ihr ungefähr die Nahenbrote machen. Wenn ihr darüber hinaus seid, müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Mein Knoblauchöl ist fertig. Da habe ich ein bisschen Butter geschmolzen. Also am Braten habe ich Knoblauch hinzugegeben. Habe dann die Hitze von der Flamme genommen, damit es nur ganz kurz ein bisschen anröstet. Und habe dann, als es dann aufgehört zu brutzeln, die Petersilie untergerührt. Fertig. Easy. Ja, und genauso easy geht es jetzt weiter, denn jetzt machen wir die Nahenbrote. Ich habe Teig für 6 Stück. Ich will erstmal nur 3 Stück hinkriegen. Den Rest gibt es dann heute Abend. Übrigens, wenn ihr doch zu viel gemacht habt, die Nahenbrote könnt ihr jederzeit wieder in einer Pfanne erhitzen. Dann schmecken sie frisch und lecker. Dann werden wir den erstmal ausrollen. Die sollen immer so ein bisschen ovalförmig sein, also so länglich oval. Müssen gar nicht so weit ausgerollt werden, sollen ungefähr 20 cm sein von der Menge her, die ich jetzt gemacht habe. Dann ist das so ideal. Einmal drunter. Das heißt, wir geben sie einmal rein und lassen ganz kurz liegen. Halten schon mal den Wender so ein bisschen an, damit der Temperatur kriegt. Ein bisschen drehen. Und ihr seht, wie schön es schon aufgeht. Herrlich. Könnt auch mit der Oberhitze noch mal ein bisschen arbeiten, so ein bisschen anheben. Dann kriegt ihr diese schöne Blasenbildung noch mal. Und wenn wir es umdrehen, kommt da schon mal Knoblauchöl drauf. So, und dann wieder rein. Und ich muss zugeben, es könnte ein bisschen länger sein. Also die nächsten rollen wir ein bisschen größer aus. Und ihr seht, er kommt richtig gut hoch.
Müsst ihr so ein bisschen mit dem Fett aufpassen, dass euch das nicht so verbrennt da drauf. Da ist der erste fertig. Und gleich nach dem Rausholen schön Knoblauch drauf geben, damit es nochmal mit die Hitze mitnimmt und nochmal schön erwärmt und den Geruch schön aufnimmt. Und da sind meine Garlic Naan. Ich habe noch Chicken Tikka dazu gemacht, einfach um besser probieren zu können. Aber schaut mal, die sind richtig fluffig geworden, richtig soft geworden. Und die duften natürlich hervorragend durch Garlic. Also wer auf Knoblauch steht, der mag das. Ihr könnt es aber auch, wie gesagt, mit Käse machen. Ihr könnt es auch Natur machen, einfach ein bisschen Öl drauf machen. Reicht auch. Aber ich wollte ein bisschen Knoblauchgeruch noch dabei haben. Ja, und jetzt heißt es für mich, Gott sei Dank mal wieder probieren. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein und schau mal nach, wie die innen aussehen. Und hervorragend. Schön fluffig, schön luftig. Schaut es euch an. Mega. Ich werde die einfach mal so probieren, erstmal bevor ich das probiere damit. Da merkt man durch Joghurt und Milch natürlich diese Fluffigkeit, die da drin ist und richtig lecker ist. Das heißt, richtig gut geworden. Tja, ich habe sie fertig. Wenn ihr Bock habt, Rezept gibt es gleich. Ich muss mal einmal probieren. Ja, wenn ihr auf diese indischen Brot steht, da könnt ihr mal nachmachen. Na klar ist das nicht, als ob das in Tandoor gemacht wird. Aber wenn man es privat mal zu Hause machen will und die auch haben möchte und von Fisch haben möchte, wie gesagt, ja, ist das wirklich eine gute Alternative. Die passt wirklich nicht nur zu indischen Essen, die passt auch zu gegrilltem Fleisch, zu irgendwelchen Salaten. Habt dann Tzatziki, schmeckt das auch mit super. Also richtig gut Geschmack, schnell gemacht vor allem, wieder mal. Ja, und ihr könnt so ein bisschen mal andere Brote auf den Tisch legen. Für mich ist das Video zu Ende, ich gehe rein. Für euch heißt es natürlich wieder kostenloses Abo. Glocke aktivieren nicht vergessen, das Rezept und alle weiteren bei mir im Blog. Hier oben habt ihr ein weiteres indisches Video, noch ein Video und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Dad's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao!